Michaela Conley lebte 19 Jahre lang mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater in Bar Harbor. Das ist eine kleine Stadt auf Mount Desert Island, die in der Nähe des Acadia-Nationalparks liegt und ein beliebtes Reiseziel für Touristen ist. Als Michaela 4 Jahre alt war, starb ihr Vater. Am Donnerstag, dem 31. Mai 2018, fuhr Michaela nach Boston, um ihren Freund Jalik Keen am Logan Airport abzuholen und ihn zurück nach Bar Harbor zu fahren. Jalik und Michaela besuchten dieselbe Schule, die Mount Desert High School. Jalik schloss die Schule 2015 ab, als Michaela in der 10. Klasse war. Jalik spielte in der Fußballmannschaft der Schule und war kürzlich aus Serbien zurückgekehrt, wo er für die Amateurmannschaft Kova Royal Crowns gespielt hatte. Nach Angaben von Freunden und Trainern war Jalik gerade aus Europa zurückgekehrt, als Michaela ihn am Flughafen abholte. Sie kehrten am selben Abend zu Michaelas Haus zurück. Gegen 2 Uhr morgens beschlossen Michaela und Jalik, spazieren zu gehen. Michaela kehrte jedoch nicht nach Hause zurück. Am nächsten Morgen kam Jalik zu Michaelas Haus und sagte ihrer Mutter, dass er sein Handy und seine Brieftasche holen wolle, die er angeblich in ihrem Zimmer vergessen hatte. Michaelas Mutter, Dani Timoni, war sehr überrascht, als sie erfuhr, dass ihre Tochter in der Nacht nicht nach Hause gekommen war. Jalik sagte, sie hätten sich gestritten und er sei gegangen und habe Michaela allein gelassen. Seinen Angaben zufolge habe er sie danach nicht mehr gesehen. Danielle wandte sich sofort an die Polizei und meldete ihre Tochter als vermisst. Die zuverlässigsten Informationen in diesem Fall stammen aus den Gerichtsunterlagen. Es handelt sich um die Aussagen des Ermittlers, der an den Ermittlungen beteiligt war. Thomas Pickering, Ermittler der Abteilung für besonders schwere Straftaten der Polizei des Bundesstaates Maine, war seit Februar 2012 als Ermittler tätig. Er verfügte über persönliche Informationen zu den Fakten und Umständen dieses Falls, die er im Rahmen seiner eigenen Ermittlungen sowie von anderen Ermittlern und Strafverfolgungsbeamten, die an diesem Fall arbeiteten, erhalten hatte. Dieses Dokument enthält nicht alle Informationen, die im Laufe der Ermittlungen gesammelt wurden, aber es genügte, um einen begründeten Verdacht zu untermauern, dass Jalik Keen am 1. Juni 2018 in Bar Harbor, Maine, einen Mord begangen hatte. Am 2. Juni 2018 um 11:32 Uhr wurde Thomas Pickering von der Polizei des Bundesstaates Maine über eine vermisste Person in Bar Harbor informiert. Später kam er zur Polizeistation von Bar Harbor und erfuhr von Sergeant Jason Richards von der Polizei des Bundesstaates Maine folgende Informationen. Michaela Conley, geboren am 22. März 1999, wurde als vermisst gemeldet. Zuletzt wurde sie am 1. Juni 2018 frühmorgens in ihrem Haus gesehen. Michaela war am 31. Mai losgefahren, um Jalik Keen und eine junge Frau namens Natascha zu treffen. An diesem Tag teilte ihre Mutter Danielle Timoni mit, dass sie nicht wisse, wo ihre Tochter sei. Michaelas Telefon wurde am Morgen desselben Tages auf dem Gelände der Connors Emerson Schule gefunden. Ein Mitarbeiter der Schule übergab das Telefon an Danielle, die es als das Telefon ihrer Tochter identifizierte. Weitere Ermittlungen ergaben, dass am 1. Juni 2018 um 2:19 Uhr morgens ein Video von Michaelas Handy auf Snapchat hochgeladen wurde. Auf diesem Video wurde ein Mann namens Jalik Keen identifiziert. Den Aufnahmen zufolge befanden sie sich auf einem Spielplatz in der Nähe der Connors Emerson Schule. Am 2. Juni 2018 fand ein Team mit Spürhunden der Polizei des Bundesstaates Maine menschliche Überreste in einem Waldgebiet zwischen der Connors Emerson Schule und der Kreuzung Eden Street und West Street in Bar Harbor, Maine. Die Überreste waren unter einem Haufen Bambuszweige und anderem Bewuchs versteckt. Eine weitere Untersuchung des Tatorts ergab deutliche Spuren, die darauf hindeuteten, dass die Leiche vom Schulgelände weggebracht worden war. Später wurden die Überreste als Michaela Conley identifiziert. Dr. Margaret Greenwald, die Gerichtsmedizinerin des Bundesstaates, führte am 3. Juni 2018 die Autopsie von Michaela durch. Sie gab ihre vorläufigen Ergebnisse bekannt. Michaela wies Anzeichen von Kopf- und Gesichtsverletzungen durch einen stumpfen Gegenstand sowie Spuren von Strangulation auf. Darüber hinaus wies der Körper zahlreiche Abschürfungen und Prellungen am Rumpf und an den Gliedmaßen auf, die darauf hindeuteten, dass der Körper sowohl geschleift als auch verletzt worden war. Ihrer Meinung nach waren die Todesursachen Kopfverletzungen und Strangulation, und der Tod wurde als Mord eingestuft. Jalik Keen wurde am 2. Juni befragt, noch bevor die Leiche gefunden wurde.
Die Ermittler Jason Fowler und Paul White von der Polizei des Bundesstaates Maine führten die Befragung durch. Während der Befragung gab Jaliek zu, dass Michaela ihn vom Flughafen Logan abgeholt und zurück nach Bar Harbor gebracht hatte. Er erzählte, dass er bis in die frühen Morgenstunden mit ihr in ihrem Haus und auf dem angrenzenden Grundstück verbracht habe. Er bestätigte, dass sie gegen 2 Uhr morgens gemeinsam das Gelände der Connors-Emerson-Schule betreten hatten, was durch Aufzeichnungen von Überwachungskameras bestätigt wurde. Er sagte, dass sie etwa 1 Stunde auf dem Schulgelände verbracht hätten, während der sie sich geküsst und Sex gehabt hätten. Danach sei Michaela verärgert gewesen und es sei zu einem Streit zwischen ihnen gekommen. Jaliek zeigte den Ermittlern Kratzer auf seinem Rücken und sagte, sie habe ihn gekratzt. Er gab an, dass er gegen 3:30 Uhr morgens gegangen sei und sie nicht mehr gesehen habe. Am 3. Juni wurde zusammen mit Jaliek eine Besichtigung des Geländes durchgeführt und später wurde er erneut befragt. Er bestätigte, dass sie Sex hatten und fügte nach weiteren Fragen hinzu, dass es das erste Mal war, dass sie überhaupt eine intime Beziehung hatten. Er beharrte weiterhin darauf, dass er sie gegen 3:30 Uhr morgens auf dem Schulgelände zurückgelassen und sie danach nicht mehr gesehen habe. Er erzählte auch, dass er zum Ufer in der Nähe von Bar Harbor gegangen sei und dort etwa 4 Stunden auf sie gewartet habe. Die Ermittler konnten die Aufzeichnungen der auf dem Schulgelände installierten Überwachungskameras beschaffen. Bei der Durchsicht der Aufnahmen wurde festgestellt, dass Michaela Conley und Jaliek Keene um 2:17 Uhr morgens den Weg entlang gingen, der von der Eden Street zur Connors-Emerson-Schule führt. Michaela und Jaliek verließen den Sichtbereich der Kamera und gingen in Richtung des Spielplatzes auf der Seite der Eden Street. Anschließend sahen sich die Ermittler die Aufnahmen einer anderen Kamera an, die an der Seite des Gebäudes mit Blick auf die Eden Street angebracht war. Die Qualität der Aufnahmen war aufgrund der schlechten Beleuchtung und eines Spinnennetzes, das die Linse der Kamera teilweise verdeckte, schlecht, sodass die Bilder wie Nachtaufnahmen wirkten. Dennoch konnten sie eine Person erkennen, von der sie annahmen, dass es sich um Michaela handelte. Um 3:36 Uhr sahen sie dann einen Mann, der Jaliek ähnelte und auf sie zuging. Nach einer kurzen Interaktion hob er sie auf seine Schulter und ging weg, während sie sich wehrte und mit den Beinen strampelte. Anschließend untersuchten die Ermittler Aufnahmen, die am selben Morgen bei Tageslicht gegen 7:05 Uhr mit derselben Kamera gemacht worden waren. Auf der Aufnahme ist zu sehen, wie eine Person mit einem Rasenmäher aus dem Bild läuft. Kurz darauf bemerkten sie Jaliek, der hinter einer Reihe von Büschen auftauchte und Michaelas leblosen Körper über seinen Rücken geworfen hatte. Er zog sie am Handgelenk und bewegte sich schnell zu der Stelle, an der die Leiche später gefunden wurde. Jaliek trug dieselbe schwarze Kleidung wie zuvor, als sie das Schulgelände betraten. Auf seinem linken Unterarm war das charakteristische Tattoo zu sehen, das die Polizei bei ihrem Gespräch mit ihm aufgefallen war. Diese Videoaufnahmen widersprechen eindeutig Jalieks Aussage, dass er Michaela angeblich um 3:30 Uhr morgens auf dem Schulgelände zurückgelassen und sie danach nicht mehr gesehen habe. Auf allen untersuchten Aufnahmen waren keine anderen Personen zu sehen. Jaliek Keene wurde verhaftet und wegen mehrerer Vorwürfe angeklagt, aber er beteuerte seine Unschuld. Der Prozess fand 2019 statt und etwa 50 Verwandte und Freunde von Michaela füllten den Gerichtssaal. Auf der anderen Seite war die Gruppe von Verwandten und Freunden von Jaliek kleiner. Sie kamen in schwarzen T-Shirts mit ihrem Foto und der Aufschrift „Wir alle lieben dich". Staatsanwältin Mary Elam erzählte der Jury, bestehend aus 9 Frauen und 6 Männern, wie Michaela Conley Jaliek und 2 weitere Personen am 31. Mai 2018 vom Logan Airport in Boston abholte und sie zurück nach Bar Harbor fuhr. Sie betonte, dass Michaela nicht ahnen konnte, dass sie innerhalb der nächsten 18 Stunden sterben würde. Elam fügte hinzu, dass Jalieks DNA unter Michaelas Fingernägeln und in ihren Genitalien gefunden wurde, nachdem die Polizei ihre Leiche gefunden und untersucht hatte. Michaela hatte praktisch keine Chance, sich zu befreien und dem Tod zu entkommen, da Jaliek körperlich viel stärker war. Michaela war 162 Zentimeter groß und wog nur 42 Kilogramm, während Jaliek laut der Website des Sportteams der West Virginia University, für das er Fußball spielte, 2015 183 Zentimeter groß war und 82 Kilogramm wog. In einer separaten Erklärung erklärte Verteidiger Don Corbett, der Jaliek zusammen mit Rechtsanwalt Jeffrey Tudor vertrat, dass die Anklage auf Indizienbeweisen beruhe
und sie nicht beweisen könnten, dass es Jalik war, der Michaela getötet habe. Corbett behauptete, dass sich möglicherweise noch jemand anderes auf dem Schulgelände befand, der es geschafft hatte, sich den Überwachungskameras zu entziehen. Er wies darauf hin, dass die auf dem Spielplatz gefundenen Gegenstände wie Zigarettenkippen und eine leere Alkoholflasche von der Polizei nie untersucht worden seien, um andere Verdächtige zu identifizieren. Corbett fügte hinzu, dass die Anklage keine genauen Beweise dafür habe, wie Michaela tödlich verletzt wurde oder wer zum Zeitpunkt ihres Todes bei ihr war. Er behauptete, dass Indizienbeweise nicht zu einer unbestreitbaren Schlussfolgerung führten, sondern nur zu Vermutungen. In ihrem Eröffnungsplädoyer erklärte Staatsanwältin Elam vor Corbett dem Gericht, dass Michaela und Jalik sich seit der Grundschule kannten. Als sie gegen 1 Uhr nachts in Bar Harbor ankamen, gingen sie zum Haus von Michaelas Mutter in der Eden Street, direkt gegenüber der Grundschule. Danach gingen sie weg und Michaelas Mutter sah und hörte sie nicht mehr. Elam merkte an, dass Jalik am nächsten Morgen zum Haus zurückkehrte und sagte, er habe sein Handy in der Nacht dort vergessen. Als Michaelas Mutter in das Zimmer ihrer Tochter ging, um das Handy zu suchen, stellte sie fest, dass Michaela nicht da war. Als sie Jalik fragte, wo ihre Tochter sei, sagte er habe sie zuletzt gegen 3:30 Uhr morgens auf dem Schulgelände gesehen. Später am selben Tag kontaktierten Mitarbeiter der Schule Michaelas Mutter, um ihr mitzuteilen, dass sie ihr Handy auf dem Schulgelände gefunden hätten. Später fanden sie auch Michaelas Schuhe in der Nähe der Schule. Eine intensive Suche mit Hilfe von Michaelas Freunden und der Polizei begann. Kene behauptete weiterhin, er habe sie zuletzt auf dem Spielplatz gesehen. Staatsanwältin Elam sagte, der Angeklagte habe sogar an der Suche teilgenommen und so getan, als suche er Michaela, obwohl er bereits wusste, wo ihre Leiche lag. Michaelas Stiefvater sagte, dass Kene zunächst ein Freund gewesen sei, sich aber als Wolf im Schafspelz entpuppt habe. Kene beschloss, zu seiner Verteidigung auszusagen. Man zeigte ihm ein Video, das auf dem Gelände der Connors-Emerson-Schule aufgenommen worden war und auf dem angeblich zu sehen ist, wie er Michaelas leblosen Körper trägt und sich anschließend an einem Wasserhahn wäscht. Kene sagte, er könne sich nicht an die Ereignisse erinnern, die auf dem Video zu sehen waren. Er wurde sowohl von der Staatsanwaltschaft als auch von den Verteidigern befragt. Er behauptete, dass er zu diesem Zeitpunkt seit etwa 36 Stunden nicht geschlafen hatte, nachdem er einen internationalen Flug aus Serbien zurückgelegt hatte, wo er Fußball gespielt hatte. Kene sagte, er könne sich nicht an die Ereignisse dieses Morgens erinnern, bis er zu Michaelas Haus kam, wo er sein Handy und seine Brieftasche zurückgelassen hatte. In seiner Aussage sagte Kene-Richter Murray, dass er mit einigen Aspekten des Falles nicht einverstanden sei und behauptete, dass er Michaela geliebt habe, aber nicht in sie verliebt gewesen sei, wie zuvor behauptet worden war. Dann verlas er eine schriftliche Erklärung, in der er zugab, dass er für Michaelas Tod verantwortlich sei und sagte, dass er deshalb versucht habe, sich das Leben zu nehmen. Er fügte hinzu, dass er sein Leben für sie geben würde und dass er seinen Freunden niemals absichtlich Schaden zufügen würde, sondern im Gegenteil, sich für sie opfern würde. Kene schien bereit zu sein, die Todesstrafe zu beantragen, um nicht jahrelang im Gefängnis zu verrotten. Kene sagte auch, dass niemand wisse, was in der Nacht, in der Michaela getötet wurde, passiert sei. Im Mai 2019 befand die Jury Jalik Keen für schuldig. Das Urteil wurde am 11. September verkündet. Bei der Urteilsverkündung stellte Richter Murray fest, dass Keens Weigerung, trotz der Videoaufnahmen die Verantwortung für Michaelas Tod zu übernehmen, erschreckend sei. Der Richter fügte hinzu, dass es ebenso erschreckend sei, dass Keene nur wenige Minuten nach dem Mord zu Michaelas Mutter gegangen sei, um ihr seine Sorge um ihre Tochter zu bekunden. Der 22-jährige Jalik Keen wurde wegen Mordes zu 58 Jahren Haft und wegen weiterer Anklagepunkte zu weiteren 30 Jahren Haft verurteilt. Beide Strafen werden gleichzeitig verbüßt. Kommen wir nun zu einem anderen Vorfall, der sich im Januar 2022 in New York im Stadtteil East Harlem ereignete. Die 19-jährige Crystal Barones arbeitete am 8. Januar 2022 in der Nachtschicht bei Burger King. Sie wurde für eine weitere Schicht eingeteilt, und als hätte sie eine Vorahnung, wollte Crystal nicht zur Arbeit gehen. Aber ihr Verantwortungsbewusstsein überwog, und die junge Frau ging zur Arbeit, die, wie sich herausstellte, ihre letzte sein sollte. East Harlem, auch bekannt als Spanish Harlem oder El Barrio, ist ein Stadtteil von Upper Manhattan in New York City, nördlich der Upper East Side gelegen
und begrenzt durch die 96. Straße im Süden, der Fifth Avenue im Westen und den Flüssen Harlem und East im Osten und Norden begrenzt wird. Trotz seines Namens wird dieser Stadtteil normalerweise nicht als Teil von Harlem im eigentlichen Sinne betrachtet, aber er gehört zum Großraum Harlem und ist eine der größten spanischsprachigen Gemeinden in New York, die hauptsächlich aus Puerto Ricanern, aber auch Dominikanern, Kubanern und Mexikanern besteht. Crystal zog 2019 mit ihrer Mutter und ihrem 14-jährigen Bruder von Puerto Rico nach New York. Nach und nach lebten sie sich an ihrem neuen Wohnort ein. Crystal und ihr Bruder gingen zur Schule und ihre Mutter, Christy Barones, fand einen Job und versuchte ihren Kindern alles Notwendige zu bieten. Im Jahr 2021 schloss Crystal die Schule ab und begann nach einem Job zu suchen. Da sie jedoch keine Qualifikationen hatte, musste sie sich bei Burger King in East Harlem, in der 116. Straße nur wenige Blocks von ihrem Zuhause entfernt, bewerben. Die Arbeit als Kassiererin in einem Fastfood-Restaurant war natürlich nicht ihr Traum. Sie hatte vor, aufs College zu gehen und einen Beruf zu erlernen, der es ihr ermöglichen würde, einen besser bezahlten Job zu finden. Aber im Moment träumte Crystal von einem eigenen Auto und setzte sich das Ziel, es sich selbst zu verdienen. Crystal sah sich mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert. In den ersten Tagen bei Burger King war Crystals Arbeitsplan so gestaltet, dass sie Nachtschichten arbeiten musste. East Harlem litt seit jeher unter einer Vielzahl sozialer Probleme, wie beispielsweise einer hohen Kriminalitätsrate. Daher war Crystal natürlich nicht begeistert von den Nachtschichten. Nachts versammelten sich Obdachlose vor dem Burger King, in dem sie arbeitete, und das machte ihr Angst. Sie begann sich ernsthaft um ihre Sicherheit zu sorgen und bat den Manager, ihren Dienstplan zu ändern. Sie wollte tagsüber arbeiten, und am 14. Januar 2022 wurde ihr versprochen, sie in die Tagesschicht zu versetzen. Crystal beendete nach und nach ihre letzten Nachtschichten, aber es fiel ihr immer schwerer, zur Arbeit zu gehen. Am Abend des 8. Januar 2022 machte sich Crystal auf den Weg zu einer ihrer letzten Nachtschichten. Bevor sie das Haus verließ, sagte sie ihrer Mutter Christy Barones, dass sie nicht zur Arbeit gehen wolle, weil sie Angst vor den Leuten habe, die sich dort nachts aufhielten. Aber ihre Mutter bestand darauf, dass Crystal das Richtige tun müsse. Crystal ging zur Arbeit, und das war das letzte Mal, dass ihre Mutter sie lebend sah. Als sie dort ankam, zog sich Crystal um und begann mit ihrer Arbeit. Der Burger King, in dem sie arbeitete, war rund um die Uhr geöffnet, aber es gab keinen Wachdienst. Gegen 1 Uhr nachts betrat ein Mann in schwarzer Kleidung mit einem schwarzen Skimaske vor dem Gesicht und einer Pistole in der Hand das Lokal. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein einziger Gast im Lokal, der an einem Tisch saß. Er wurde das erste Opfer des Verbrechers. Er wurde mit dem Griff der Pistole auf den Kopf geschlagen. Dann ging der Mann zu der 59-jährigen Managerin und schlug ihr heftig ins Gesicht. Danach ging der Angreifer zur Kasse, hinter der Crystal stand, bedrohte sie mit der Waffe und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen und ihm das gesamte Geld zu geben. Crystal kam allen Forderungen nach. Sie öffnete die Kasse, nahm das Geld und gab es dem Verbrecher. In der Kasse befanden sich jedoch nur $100. Anscheinend war der Mann damit nicht zufrieden und drückte den Abzug. Die Kugel traf Crystal in die Brust. Nachdem der Täter den Raum verlassen hatte, rief die Managerin den Notruf. Polizei und Krankenwagen trafen am Tatort ein und Crystal wurde ins Krankenhaus gebracht. Trotz aller Bemühungen der Ärzte konnte sie jedoch nicht gerettet werden. Die Polizei sperrte den Tatort ab, konnte den Täter jedoch nicht auf frischer Tat festnehmen. Der Kunde, der auf den Kopf geschlagen worden war, und die Geschäftsführerin erzählten der Polizei alles, woran sie sich erinnern konnten. Ihren Aussagen zufolge leistete Crystal keinen Widerstand und tat alles, was er verlangte. Trotzdem schoss er auf sie. Die New Yorker Polizei veröffentlichte ein Bild des Verdächtigen, obwohl sein Gesicht durch eine Maske verdeckt war. Die Ermittler hofften, dass jemand ihn erkennen und Informationen weitergeben würde. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, setzte die Polizei eine Belohnung von $10.000 aus, die bald auf $20.000 erhöht wurde. Das Geschehene war ein schwerer Schlag für Crystals Familie. Ihr Leben hatte gerade erst begonnen, und nun musste die Familie sich um die Beerdigung kümmern. In der Nähe des Burger King-Gebäudes wurde eine improvisierte Gedenkstätte eingerichtet, wo mitfühlende Menschen Kerzen anzündeten und Blumen niederlegten. Hunderte von mitfühlenden Menschen folgten dem Aufruf zur Hilfe, als eine Spendenaktion für die Familie organisiert wurde.
Christy Barones beschloss, ihre Tochter in ihrer Heimat Puerto Rico zu beerdigen. Die Spendenaktion wurde beendet, als die Spenden die Marke von $45.000 erreichten. Die in New York ansässige Fluggesellschaft JetBlue Airways stellte den Familienmitgliedern von Crystal kostenlose Tickets nach Puerto Rico zur Verfügung. In der Zwischenzeit tat die Polizei alles in ihrer Macht Stehende, um den Fall aufzuklären. Flugblätter mit dem Bild des Täters wurden in der Stadt verteilt und auch in sozialen Netzwerken veröffentlicht. Der Vorfall wurde in Nachrichtensendungen diskutiert, sodass es wahrscheinlich niemanden in New York gab, der nicht von dem Vorfall mit Crystal gehört hatte. 5 Tage nach Crystals Tod gab die Polizei die Festnahme eines Verdächtigen bekannt. Nachdem der Täter den Tatort verlassen hatte, verfolgten die Ermittler seine Bewegungen anhand von Aufzeichnungen der Überwachungskameras. Der 30-jährige Winston Glenn wurde am Freitag, dem 14. Januar, festgenommen. Die Polizei nahm Glenn an einer Adresse in Bedford-Stuyvesant, Brooklyn, fest, wo in den nahegelegenen Müllcontainern Gegenstände gefunden wurden, die er offenbar in der Nacht des Überfalls bei sich getragen hatte. Die Strafverfolgungsbehörden teilten außerdem mit, dass sie das Telefon gefunden hätten, das er dem Restaurantmanager gestohlen und in einen U-Bahn-Tunnel geworfen hatte. Darüber hinaus wurde er mit Hilfe von Überwachungskameras aufgespürt, die zeigen, wie er 1 Stunde vor dem Raubüberfall in einem nahegelegenen Geschäft eine elektronische Transaktion durchführt. Er wurde wegen Mordes 1. Grades und einer Reihe weiterer Verbrechen angeklagt. Glenn, gebürtig aus Jamaika, lebte in einem Obdachlosenheim. Das Erstaunlichste ist, dass er 2020 in genau dem Burger King arbeitete, den er ausrauben wollte. Darüber hinaus betrat er am Tag vor dem Überfall das Restaurant und gab sich als normaler Kunde aus, wahrscheinlich um sich umzusehen. Die Ermittler kamen zu dem Schluss, dass Glenn diesen Überfall geplant hatte, da er die Gegebenheiten im Restaurant gut kannte und wusste, dass es keine Sicherheitsvorkehrungen gab. Er kannte Crystal nicht persönlich, da er gekündigt hatte, bevor sie dort zu arbeiten begann. Als die Polizisten Glenn in Handschellen und Fußfesseln aus der Polizeistation führten, schrie er die Menge wütender Zeugen an. Die vor der Polizeistation versammelten Menschen beschimpften den Verdächtigen, während er zum Auto geführt wurde. Während der Gerichtsverhandlung bezeichnete Glenn den Richter wiederholt als Lügner. Glenn wurde wegen Mordes 1. Grades und Raubüberfalls angeklagt und ihm wurde die Kaution verweigert. In einer der folgenden Gerichtsverhandlungen verglich Glenn sich mit Nelson Mandela und Jesus Christus. Er stellte in Frage, warum er vor der Tat eine nachverfolgbare Zahlung verwendet hatte und warum der Zeuge mehrere Tage gebraucht hatte, um ihn zu identifizieren, und zwar erst, nachdem in den Nachrichten Bilder des Raubüberfalls gezeigt worden waren. Glenn behauptete, dass sich das System nicht um Menschen aus der Unterschicht wie ihn kümmere. Er erwähnte auch seltsame Dinge über Freimaurer und Illuminaten und erklärte, dass es die Familien der Reichen und Mächtigen seien, die von der Kriminalität und dem Chaos in der Stadt profitierten. Glenn war bereits mindestens 4-mal vorbestraft, darunter wegen Bedrohung mit einer Waffe im November 2021 und wegen illegalen Waffenbesitzes im Dezember 2020. Bislang hat er sich nicht schuldig bekannt, Crystal Barones ermordet zu haben. Wenn er des Mordes 1. Grades für schuldig befunden wird, kann er zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt werden. Nach mehreren Monaten der Gerichtsverhandlungen und öffentlicher Resonanz auf den Fall kommt es zu einer unerwarteten Wendung. Einige Tage vor der Urteilsverkündung tauchen plötzlich neue Beweise auf. Auf einem Video einer Überwachungskamera, das zuvor aufgrund eines technischen Fehlers übersehen worden war, ist ein unbekannter Mann zu sehen, der kurz vor dem Angriff einen Burger King verlässt. Dieser Mann trägt eine ähnliche Kleidung wie Glenn, aber sein Gang und seine Bewegungen unterscheiden sich deutlich. Darüber hinaus findet die Polizei Fingerabdrücke, die nicht zu Glenn gehören, auf der Kasse, was eine neue Runde der Ermittlungen auslöst. Glenn, der sich zuvor provokativ verhalten und lautstark seine Unschuld beteuert hatte, verändert sich plötzlich. Er hört auf, im Gerichtssaal Szenen zu machen, und seine Anwälte beginnen, auf der vollständigen Unschuld ihres Mandanten zu bestehen. Es stellte sich heraus, dass Glenn in eine kriminelle Vereinigung verwickelt war, deren Mitglieder seinen früheren Arbeitsplatz als Deckmantel nutzten. Der wahre Täter wurde schließlich als ein ehemaliger Kollege von Glenn identifiziert, den niemand verdächtigt hatte, weil er kurz nach dem Mord New York verlassen hatte. Als der neue Verdächtige in einem anderen Bundesstaat festgenommen wurde, gestand Glenn schließlich, dass er Crystal zwar nicht getötet hatte, aber von den Plänen für den Raubüberfall wusste.
Seine Angst vor den Mitgliedern der Bande hatte ihn jedoch zum Schweigen gebracht. Diese Wahrheit schockierte sowohl das Gericht als auch die Öffentlichkeit. Letztendlich wurde Glenn wegen Beihilfe verurteilt, aber seine Strafe wurde erheblich reduziert. Für Crystals Familie blieb diese Geschichte ein ewiger Schmerz, aber nach der Verhaftung des wahren Mörders konnten sie endlich etwas Trost finden, da sie wussten, dass Gerechtigkeit geübt worden war. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.